Ganz das erste Lied sein, Nummer 48 im Glaubenslieder. Und von der wir die Musik mit Lieder ist, dass Sie dann da nicht Angst haben für sein Lied singen. Wenn wir sein Lied anfangen, dann soll ihr sein Lied mithalten. Bitte schön. Nummer 48. Herrliche Botschaft des Heils, alt und doch ewig neu. Herrliche Botschaft des Heils, Gott ist Liebe und treu. Himmel verkündet mit Freude, Götter mit lustig am Weih. Sünde zum Leben zu herrliche Botschaft des Heils, herrliche Botschaft des Heils, herrliche Botschaft des Heils, halten Sie Gnade Gott, herrliche Botschaft des Heils, besonders in der Zeit, nimmt sie die schönste der Sorge, schreibt sie in himmlischen Worte, herrliche Worte, herrliche Botschaft des Heils, herrliche Botschaft des Heils, herrliche Botschaft des Heils, Frieden und Trug gesetzt, herrliche Botschaft des Heils, Freiheit von Sünde und Schmerz, Freiheit von ewigem Verderben, Freiheit vom Tod selbst im Sterben, doch durch den ewigen Leben, herrliche Botschaft des Heils, wundervoll, Botschaft des Heils. Nummer 78, auf dem Bau. Diese Lied Leute, wir haben den Dreifachsteig gesungen haben, den Chor noch einmal war hoch. Nummer 78. Welcher Jubel, welche Freude, bringt die Liebe deiner Zeit. Fröhlich sieht man alle Leute in der ganzen Christenheit. Sei Gott so das Verschaden, und jeder Herr den Menschen wohlgefallen.
Morgens hier einer. Freue mich, hier zu sein von dir, diesen Gottesdienst. So, meist bei Weihnachten in unserer Lehrer, die weisen dort all die Reden von sei Gott, so lasst erschallen. Mochte das dort bei uns sein, mochte wir gerade diese Vorbereitung gemerkt haben, diese Weihnachtszeit, dass wir im Horten diese Friede nie erfahren, nie beleben, dass wir das frisch so beim Arsch, beim Glut, so abmankiert haben, dass es frisch so warm, so brennt, so warm wird, dass es in unseren Horten auch so machen, diese Zeit. Da kommt jeder einer noch einmal, der hier durchschnittlich ist und der auch da diese Feiertage hier so ist. Kinder von Geschwistern hier so und andere, lieber die hier sein, so willkommen jeder einer. Von Kanada gleich, wenn gerade check. So, ich will hier einen Vers lesen für die Sinnerschule Rütjet. Uit dem Petrusbrief, weil ich den Text lesen, wo ich zur Anleitung will, und dort einmal der wird in der Sinnerschule nennen, du willst mitkriegen, was der Text hier wird sein in dieser Verrede. Hier so im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 8. Sagt du so endlich aber, seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, freundlich. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern dagegen segnet und wisset, dass ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen erbet. Denn wer leben will und gute Tage sehen, der schweige seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht trügen. Er wende sich vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Gebet. Das Angesicht aber des Herrn steht wider die, die Böses tun. Und wer ist, der euch schaden könnte, zu ihr dem Guten nachkommt? Und ob ihr auch leidet um Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch aber vor ihrem Trotzen nicht und erschrecket nicht. Heiliget aber Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung jedermann, der Grund fordert der Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmütigkeit und Furcht. Und habt ein gutes Gewissen, auf dass die so von euch afterreden, als von Übeltätern zu Schanden werden, dass sie geschmäht haben euren guten Wandel in Christo. Denn es ist besser, so als Gottes Wille ist, dass ihr von Wohltat wegen leidet, als von Übeltat wegen. Die Macht der Zunge, dort soll das Thema sein, kommt nur stark drüt, was der Zunge kann tun in dat, mit dem Wandel tut. Die Macht der Zunge, dort soll das Thema sein. So, bevor wir rückkommen von der Sinnerschule Klassen, werden wir einmal abstimmen, was passend ist für ein Gebet. Uns großer, allmächtiger, leibender Führer in Gott im Himmel, wir danken dir, wie die können aus so anrufen. Wir danken dir für diese Gelegenheit hier so. Du hast dort wunderbar geführt, dass wir kennen, was hier kommen, so ist uns dort danken. Wir haben die freie Wahl, wir können alles so gestalten, so einrichten, als wir wollen. So eine Freiheit haben wir hier so. Wir danken dir uns besonders dafür und freuen uns, dass du wirst den Segen geben für diese Stunde. Herr, jeder, das wirklich wurde, das wurde uns reden, in den Klassen, hier so im Gottesdienst, Bruder Jakob von Heil, mit der Predigt wieder war dein, wo du genug geben, wo du dort segnen, Herr, jeder, wir wurden bereit sein zu horchen, was du uns zu sagen hast, dass wir uns machen, luten Dollar in dein Bild nennen formen, dass wir die Dollar lecken würden. Wo du dort geben, sehen jedem ein, was du gekommen ist, und schenk genug für diesen Gottesdienst hier, in alle Städten, wo dein Wort gepredigt wird. Amen. Da wir Platz nehmen. Singen wir Nummer 66 in Lopend der Ball. Nummer 66. Freue dich, Welt, dein König naht, mach deine Tore
Und ich sage, abpassen, wer den Ferien Sinn noch geredet hat, wenn einer nicht Raum ist, dann holt sich dort nach Mo, so wie mit der Advents-Ansprech in der Weg 3, der Isaac auch hat vor dem gehört, Luther dann, sage ich dort, was ich nur sagen darf, was dann geredet wird. Und nu is het ook een beetje is dort, aber in Friesen hat viele sind noch ein bisschen Wort von, wo die Tongue mangt scheint. Aber bei mir wird in den ersten Petrusbrief über durch, das sagt hier in der Port von den ersten Petrusbrief, die Macht der Zunge, oder wie kann ich sagen, 4 in der Zunge, auch bei Duse kriegt bei diesen Tags, diesen Aufschnitt, in dem wir uns den so wieder merken, und hier checken, was das Aufschnitt uns zu von zu sein hat. Da haben viele, welche Dinge sind, viele Deppe Worte aber wir wollen hier so Charakter, die Gedanken, die mit der Zunge zu tun haben, weil wir uns da so rücknehmen. Und wir checken in uns Leben, in unserer Vergangenheit, was sollen wir von unserer Zunge? Was hat alles zu tun? Was hat alles gesehnt? Oder was hat alles geflucht? Also Flucht, dann reden wir nicht von schlechte Wirt sein. Dann reden wir von so sein, was nicht abbiegen wird. Kennt ihr all die schlechte Wirt manch sein, wir noch schlimmer sein. Mein Tongue, ich glaube, das ist nicht, was mir da gerecht hat, was meine Tongue. Ich weiß in der Jugendzeit, wo mir das gegangen hat, nach mal, man hast dich dann ungrenzen, unbalanced, dann reden, nächstes Mal wieder ganz still, und wo einer Fertig sich geschämt hat, wo einer sich fertig das Urteil gesprochen hat, selbstgerecht, da steht. Und ich glaube, wie könnte ich alles dort sein? Ich so, da haben uns auch viele Schwierigkeiten gebracht, unsere innere Tongue. Sehr viel troublehafte Euerei. Ich weiß irgendwas um meiner Haft aus dort. Und du wegen als dort in welches Wort, von der auch noch war, unsere Tongue. Die Macht der Zunge, sei ich so klar in dieser Farge rüht. Was wollen wir uns ein bisschen betätigen? Ein Junge von meinem Mann, der liegt am Operierdash in Bonn, in der Klinik, so, für 5 Jahre 3. Und er hat Tongenkrebs. Das ist nicht sehr fertig, aber das hier weh. Und der Doktor sagt, check, ich mich operieren. Und die Tongue, was richtig nun war, nur dem, was du dann nicht mehr reden kann. Und was willst du noch gleich hinter sagen, bevor wir das tun, oder machen tun? Und dann sage ich, bis diese wird gelobt sei Jesus Christus. Amen. Das sind wir, was danach sage ich, und dann wird er operiert. Und das bei uns ist, dort wieder wird alle viel Gutes sein richtig kommen, ja, unsere Tongue. Aber wenn wir uns das hier einmal frisch checken, und wir wollen da erforschen, wollen wir eins ein bisschen so bechecken, mir scheint das ganz gut nicht zu sagen. Jeder 8. Vers sagt, endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, freundlich. Wir können über dem so fair, das wird eigentlich, der Hauptvers, brauchen wir nicht wieder reden. Wenn wir das checken, dann sagt das, was der Ehemann, wo der soll sein, der Ehefrau, in was für eine Stellung wird soll sein, wo der Respekt untereinander soll sein, dann sagt er endlich aber, nu sieht doch mal, so hielt ich das Fleisch, in aber, was der Töpfuten von einem Ding, ein Töpfgefuß wieder in den nächsten Ding nehmen. Was von Petrus will sagen, weißt du was, sieht bloß, das bloß über ein Denken, das bloß mitleidig sein, sieht brüderlich, sieht barmherzig und sieht freundlich. Und dann so vorig. Kurz sagt, ich will hier bloß sagen, dann so vorig. Alles, was vor dem gewesen ist, auch in der Verfolgungszeit, was sie werden, so eine schwere Dinge, was sie begegnen, das Lieden, was ever entscheiden. Wenn die dort wollen sind, dann habe ich ein paar zu tun. Und ich wollte hier wieder mal sagen, sieht es das dann so vorig. So, kurz gesagt, und wie wir das nur denken, dann, reingesonnen sein. Das bedeutet, von der Bibel her, habe ich das selbe Ziel. Reingesonnen. Das selbe Ziel. Wenn wir singen zum Beispiel, dann ist mir das sehr wichtig. Wir wollen vom Herzen singen, wir wollen du mit Gott loben, wir wollen uns erbühen. Oder von der Bibel her sei wie dort so. Wenn dort wirklich bei uns alles ist dort wird, wie wir rein denken, dass wir grund ab das Wort, weil wo die Tongue nach was koppeln, was er nicht soll. Oder wenn wir mitleidig werden.
Wenn eine andere Person dort nicht ganz gut geht, er darf ein Schicksal, die sagen, naja, wie das heißt, du bist ja immer das Dritte. Du nimmst nicht Liebe an, du bist immer so übereilt, das ist dieses dort, hier hast du fair. Weil, wenn wir Mitglied haben, dann würden wir nicht das dort reden, wo würde die Tongue dann noch in Arrech tun. Oder brüderlich, ich sage das als mein Bruder, als meine Schwester, und den hat live, der liegt mir im Hort. Also einfach, falls ich so verbunden, falls ich so eint, da wir gegen so was reden, womit wir so verbunden sind, so eint sind, da wir schlecht für so eine reden? Wir tun nicht. Wir können von den Schwachheiten reden, aber ab gesunder war ich, bühlicher war ich, aber barmherzig und freundlich. Und wie freundlich sind, zum Beispiel, wo es noch Gelegenheit, dass der Sinn, die Tongue sich so versündigen kann. Wir sagen das, wenn diese Dinge, du sagen, dann irgendwie passiert, das verhält nicht, diese Dinge. So, der 8. Vers ist ein ganz besonderer Vers. Wir werden aber übrigens wieder merken. Sagt hier so, der 9. Vers, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern dagegen segnet und wisset, dass ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen erbet. Berufung. Kinder Gottes, der Hand eine hohe Berufung. Das sind wat sehr huwet, wat sehr besonders beroepen. Hier steht ich mal, was wir nicht sollen tun. Böses vergelten sollen wir nicht, also fluchen, schalten, grunzen sollen wir nicht. Aber wir sollen segnen. Und das ist ein großer Unterschied. Zwischen diese beiden Dingen, das ist ein großer Unterschied. Unser Wir, da haben wir gewollt gemacht. Ich bin nicht aus einer dort sei noch erkannt. Mir wünscht ja das Ferken so. Und er weiß nicht, aus einer sei noch erkannt, der Macht von der Tongue. Der Macht von der Wirt, was einer sagt. Der Unterschied, was das merkt. Ronald Reagan, was gesagt, der Präsident, was in den Tagen, glaube ich, Präsident wird, dort, der wollen ein Speaker-System proben, wo er reden soll. Und dann sage ich, und es steht 1, 2, 3, so sie fertig down, zum Testen, aus dort fern durchkommt. Dann sage ich, du, Russland verbannt, das fängt in 5 Minuten an. Sag ich, was da wird, und es steht 1, 2, 3, um das System zu testen. Und er hat noch mal gut gesagt, dann müssen die schmüstern, die Menschen, die dort hier in Deutschland, die dort anstanden, und die anderen und so wieder, müssen schmüstern. Und was du so siehst, wenn sie werden gekriegt in den Zeit, da wird der Kalla kriegt, die wird auf Jahren angegeben, der Kalla kriegt, wo da alle mit Bier, mit Angriffen, mit Sektosa und so wieder, kriegt die vierte Wort nicht mit Bomben, nicht mit Raketen und so wieder, nicht mit Rifles, aber mit Bier, wird sehr immer ausgetäuscht in Schwierigkeiten gemerkt. Dann haben sie den Kalla kriegt, fängt nun den Zweiten Weltkrieg an. Aber das fängt wo an, und was passiert? Das hat Folgen. So ein Ausdruck aus dort, das hat Folgen. Und das dürfen dann Schwierigkeiten. Das dürfen dann Verständnisse in der ganzen Welt, und bei der ONU und so weiter, dürfen dann Verständnisse. Das ist ein Ausdruck, was er gemerkt hat. Und es steht dort, wo was ein von euch gesagt haben, hat er sich einen Schmackensalz gemerkt. Und du wieder ein anderer, der da kriegt, ist das. Ist eine Flasche Zeug, gemerkt war zum Predigen, da wieder Charles Spurgeon, was du so auch noch fern geht, da wird noch nicht Speaker System, dann sage ich auch, und es steht 1, 2, 3, sage ich, sehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Mit dem wir das testen, wo du hier geht, in der ganzen Stuhl. Und du werden eine kommt, auf eine steht, ein Mann, der größte Wand fahren, hat sein Pantel in der Hand, und hier diese wird, und irgendwie traf ihm der Kraxis einen Schlag, diese wird. Und diese wird, die leiten auch nicht mehr los, dass nun die gewisse Zeit, dann bekehrt das Mann sich. Und Luther, viele Jahre Luther, immer verteilt das Spurgeon, der wird, was du sagen, das zum Testen, wo die Akustik in der Stuhl wird, die fühlen immer so passen in mir nähen, dort wird der Anfang von meiner Beziehung. Der Unterschied, der Macht von unser Wir. Unser Wir haben eine große Macht. Das merkt ein großer Unterschied. Das sagt uns Jakobus 3,8. Siehe, dort ist ein anstetet, also ein ansichert, angebandigtet Übel, voll tödlichen Giftes. Sagt uns das, wo dort ist, was der Tongue fertig ist. Dort ist, was du so fertig gemerkt hast, was der Tongue alles kann tun. Psalm
42, du sagst, der schrieb, also es steht, dort meine Tongue wird ein Griffel sein, ein Schreiber. Den Griffel, glaube ich, kann unser ältere Lied, glaube ich noch, von ein Schreiber. Also meine Tongue wird es ein Schreiber sein. Also der Unterschied, was unsere Tongue kann tun und was wir mit unserer Tongue tun. Das ist das Erste, was wir hier sehen in den 9. Vers. Das Zweite, was wir hier sehen, was wir erkennen machen, wegen Fluchen, wegen Segnen ist, dort über die Tongue kommt, eigentlich dort, was am Harten dann ist. Das, was über die Tongue kommt. Dass wir dort immer ganz klar haben, dort irgendwo, wo wir falsch von der Sache, als das Geld oder schlechtet, dann kämpft du so was rüht. Wenn wir gefällt sind mit Geld, wenn wir eine Erfahrung gemerkt haben mit dem Herrn, und ich das Heil habe, das gibt es nicht anders, als das wird der Rüht kommen. Wenn er nicht rüht kommt, wird das nicht was Ben sein. Das wird er immer rüht kommen. Und wenn du so, was abgesammelt ist, was negativ ist, das dann gruppen einmal dann platzt das Dach ab, und dann kommt das auch rüht. Was dann kommt das so rüht, dass das nicht schoden wird, dass das schlun wird. Von bad way, das kommt einmal von du so. Du wegen, kommen wir drei nur den 8. Vers. Unsere Herzenshaltung. Das ist du sehr. Gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, freundlich. Dort wird dann entscheiden. Also, ich habe drei nur dort. Was für eine Einstellung habe ich? Wo sind wir gesund? Wo habe ich an uns hart geschafft? Und dort ist es dann ab das letzte Rückkommen dort. Und drittens, was wir hier sehen, in diesem 9. Vers ist, dort, die wir, die Tongue reich brücken, dort hat eine Verheitung. Jetzt sagst du so, wir sind dazu berufen, dass ihr den Segen erbet. Wir haben eine hohe Berufung, und das ist, wir sollen in Segen erben. So wie nicht, das sind wir in Hebräer, das sind wir in der Sprüche, ich nehme das über Seierkarte, so wie immer war, wo du verhalten wird, wo wir wollen die Frucht von unseren Lippen genießen. Wo viel Geld hat der Tongue auch nicht könnt bringen. Und wir haben wohl könnt ein passendes Wort sagen. Wir haben wohl könnt, ab einer passenden steht still sein und ab einer passenden steht reden. Wo viel Segen hat dort nicht auch gebracht? Wo viel Schwierigkeiten hat dort nicht auch fehlgebaut? Und wo viele Menschen, die sich in die Horte hauen haben, der reiche wir, die mir so einen Unterschied in der erleben, dass das ging besser zu bereden, wäre besser hineinzugehen, dort man sich nicht verschuldet hat. Die wir, du so gewollt ja sehen, und wer das könnt, der reichte wir, zum rechten Moment, der reichte Person sein, merkt so einen Unterschied. Merkt so einen Unterschied. Wie sehen die einmal nur wir? Was sagst du, ja, sehen wir vielleicht, wo wir reden tun und wo wir reich reden tun, dann leben es die scheinbar, liebe, auch, wo wir still sein machen, wenn wir reden wir und haben nicht all. Und dann, wo wir dann mal still sein und auch wo reden. Das ist beides. Wir betonen wir ziemlich, dass wir so lernen still sein. Na, das ist gut, aber der andere sieht das Krieg so wichtig. Merkt nicht im Unterschied, reden, aber richtig steht, der rechte wird, das Krieg so wichtig. Krieg so wichtig. So, wir sollen hier so, wir sind berufen, um den Segen orben. Wir sind besondere Segnungen, ich kann da nicht sagen, Einzelheiten, was von Segen das hier gemeint ist, aber auch klar ist, dass hier diese Fall eine hohe Berufung gesegnet worden. Und dort auch dachte wir, was wir reden dann. Was sagen wir hier noch? Wir sind berufen auch zum Segnen. Also wenn wir sollen segnen und nicht fluchen, dann ist das auch ein Part von dieser Berufung, was wir segnen sollen. Ein besonderes Ding, zu segnen, und durchschnittlich braucht wir zum Segnen. Ja, wir können auch andere Segens geben, wir können auf die Schulter klappern, wir können so eine Dinge tun, aber sehr viel erst mit wir. Was immer dann erst, oder mit einem freundlichen Gesicht. Krieg, diese wir. Das am Ferken dauert an so viel Turbo merken, allerwegs, so. Das größte Problem in der Gemeinde ist, das sind die wir, was wir reden dann. Du soll Gemeinschaft sein, in der Erstgemeinschaft, in was für eine Gemeinschaft erst du so. Ich habe dann immer sagen, wenn wir dann von einem gemeinschaftlichen Platz gehen, Tag, Gemeinschaftstag, was immer wir anhaben, wie eine gute Zeit, die gesegnete Zeit, dann ihr Erholung, was wir haben, die wir kennen. Da habe ich ein bisschen geplüdert. Sei ein bisschen ermutigt weitergefahren.
Oder wo du denkst von anderen an, was sie nicht reinhören. Oder bring du so rüber, wenn dir alles nicht stimmt. Wir können unterscheiden, wir können entscheiden, was wir wollen tun. Vers 10 und 11. Was sagen uns diese Vers? Das kommt in einem Bund, die Psalm 34, kommt diese Vers eigentlich ziemlich dasselbe wie. So wir können uns vorstellen, Petrus hat Psalm 34 im Gedanken gehabt, er kennt das Alte Testament sehr klar, und du hast nu diese wird gesagt, 10 und 11. Denn wer leben will und gute Tage sehen, der schweige seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht trügen. Er wende sich vom Bösen, tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Gora Ruth, was ist der Ruth? Zunge schweigen. Aber wo? Das ist das schlechte Reden, du still sein. Und das schlechte Gedacht, du still sein. Und Trug Gedacht und verfehlen und nicht ganz die Wahrheit sein und den nächsten bisschen was unkobeln, oder was scheiten, oder den ein bisschen was billig aufgehen, nur da dir verscheiten, was einmal das Trug, so durfte nicht sein. Sagt er, du wirst gute Deal haben, dann pass auf für diese Dinge. Die wollen in dann Schwierigkeiten bringen. Vielleicht wird wir Luther niemals, wo ich all das erfahren, was ich da. Vielleicht ist es dann meine Tongue. Da hat so geredet, dass der nicht soll. Solche These noch, vom Bösen wenden, ich soll mich von der Schlechte weichholen, ich soll den Frieden geben. Das fährt noch mit Bier. Mit Bier. Der Bier sind alle mit einer Tod begleitet. Und was sind die Folgen von uns das? Leben. Wir wollen leben. Wir wollen gute Dinge haben. Und wir wissen, wo ich sein, wo ich komme, ich brauche nicht Angst haben, ich brauche nicht hier zu diesen Unterschieden als zu den anderen. Da ist nicht das Gerne, die Soldaten, die plündern ein bisschen über den König. Und die wissen das nicht, dass du Rama du not stuft ja, dass du Ben ist, dass ratiert. Und dann sagt der König bloß, hey Mana, vielleicht soll ich ein bisschen wieder aufgehen, ich kann hören, was die reden. Das wird so, wenn wir wollen gute Dinge haben, einfach da uns dort schön gehen, dann werden wir diesen Route annehmen. In uns Mühl war wir gerecht. In der Ernte Camp, eure Luther, irgendwie, was wir sehen dürfen. So fährt wir all. Wo wir haben geredet, wo wir vielleicht verächtlich geredet haben, Luther im Leben, vielleicht im Allah. Dann merken wir Erfahrungen und dann immer erst vielleicht unsere Gesundheit, unsere Umstände, unser ganzes Leben in so einer Lehre, was wirklich mal an drei denken, wo der ich? Ah ja, wo der 20 Jahre drei, wo der 60 Jahre drei, wo werden die Dinge dann? Dort wie nicht Brücken so aus Charles Swindle, ein Präger, der schreibt es dort ab ein kleines Hügelchen, wo der Wind so ewig pusten dat. Dus ein englischer Friedhof, wo Lied in England dann begrüßt sind. Und durch steht dann ein eintönjet, ein Gräber Grabstein. Ganz was Einfaches, was das Glück war lag. Und du so, auf diesen Stein, du hast das schwer zu lesen, aber jetzt noch zu lesen, wo es das sagt. Und ja, diesen Stein, diesen Grabstein, und ja, diesen Klampen ihr, du liegt die junge Arabella, also in einem Jahr wieder in diesem Fall. Der wird am 24. Mai anfangen, ein Mühl zu haben. Also dann wird er gestorben. 24. Mai. Das wird Mühl wieder gehen, aber er wird nicht. Und hier sagt uns diese Versen, Tieren auf, dort wir sagen, die Zunge schweige nicht Böses zu reden, und dort die Lippen nicht Trug reden wollen. Verstehst du hier? Der sollen reden, der Matten reden, aber nicht das. Das ist der Unterschied. Was uns diese Vers sagen dann. Was sagt Vers 12 und 13? Denn die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Gebet. Das Angesicht aber des Herrn steht wider die, die Böses tun. Und wer es der euch schaden könnte, so ihr dem Guten nachkommt? Also hier sage ich jetzt, Gott checkt, was wir tun. Dort merkt die große Unterschied. Der Herr sieht dort. Und deswegen sage ich, dort, die sind bereit, den Segen zu orven. So bedeutet, hey, pass auf, wenn wir Gott tun, wollen wir den Segen orven. So, uns Hüter, der nicht schlucken. Der Hüter schläft nicht. Der Hüter Israels schläft nicht, sagt in Psalm 121. Also, er sieht, was wir tun. So, wenn wir mit der Tongue sind, dann haben wir Gott im Feind. Wogegen? Er wirkt. So, diese Verhaltung in gute Dinge haben, wir jagen uns da nicht mehr, wenn wir dort nicht den was tun.
wer in der Haar ist, der wird uns auf der Latze können Schuden geben. Das sind gleich bis Menschen. So wie erforderlich von Menschen, was ist der Haar kann. So, wir sehen hier so, das Schlechte kann auch von Gott kommen. Man ganz klar haben, das Schlechte kommt im Allgemeinen nicht von Gott. Man hat auch Taulat. Der Calvinismus würde sagen, das kommt alle von Gott. Stimmt nicht. Aber ab dieser steht, kommt das Schlechte, was wir beleben, ganz direkt von Gott. Gezielt und geplant. Wenn wir unsere Tongue nicht halten, das Schlechte, das kommt auf Gott uns geschickt. Das will es dort mit flieht. Wogegen wir werden nicht unter diesen Charme. So, ich lasse ein Zitat. Ein von unserer Leidenschaft hat in der Schule gehabt, auch zu solchen Zeit, als du so ein Wohnbild, dort sagst du so, das kommt vom Englischen. Und auf Deutsch würde man ungefähr so sagen, will diene wird sorgfältig, im Fall, die Leute abeten muss. Also, der wird, was wir reden, wenn wir vorsichtig sein, was für eine wird wir brauchen, wenn wir die Leute irgendwann abschlucken, also wenn wir uns vor uns selbst rechnen mit der wir. Und dort Sprichwort gleich immer so, ja, das muss ich fertig der Eva lesen. Das ist für mich ein wichtiges Wort, für mich ganz persönlich. Vers 14 und 15, da wir gerade Eva checken durch. Und ob ihr auch leidet um Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch, fürchtet euch aber vor ihrem Trotzen nicht und erschrecket nicht. Heiliget aber Gott den Herrn in euren Herzen. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung jedermann, der Grund fordert der Hoffnung, die in euch ist. So, hier sagt es, wir lieben Pferden und wenn um die Gerechtigkeit zu hoffen ist, kein Problem. Und wir lieben, wenn ich vor dem Herrn eingestunden habe, kein Problem. Aber hier so, als nu, das Wort hier so würde sein, dass keine Angst, der Herr kann mehr Gutes tun als uns Schulden, wenn wir reich entscheiden. Aber hier ist eine Bedingung, dass Gott im Herzen heiligen. Also wir machen uns heiligen. Wir machen unsere Tongue auf dem Altar legen. Wir machen unsere Tongue auch opfern. Wir machen auch Gott weihen. Ein Wort von Zweighaft dort. Also die Bedingung für eine segnende Tongue ist, Gott im Herzen heiligen. In der Zweig für diese Heiligung, was ist dort? Was ist der Zweig? Das wir bereit sind zur Verantwortung. Dass wir Christus bekennen können. Wir kennen Gott. Insofern geht es vielleicht das mir. Dann hat gut was getan, gehandelt, eine Anstellung gehabt, nu ein gutes Wort anlegen, das kann irgendwie nicht. Das passt nicht top. Das passt nicht top mit, was ich jetzt fordere. Doch, wird, sieht. Also der Zweig für diese Heiligung ist, uns als Christen verantworten. Und wo soll uns verantworten? Sagt dem Vers 18, mit Sanftmut, mit Gottesfurcht. Sanftmut und Gottesfurcht. So sollen wir reden, mit Sanftmut und Gottesfurcht. Was sagt der Vers 18? Und das mit Sanftmütigkeit und Furcht. Und habt ein gutes Gewissen, auf dass die, so von euch öfter als von Übeltätern, zu Schanden werden, dass sie geschmäht haben euren guten Wandel in Christus. Ihr werdet von der, was dann öfter reden, tun. Sagt du, so der wollte Schanden gehen. Eine segnende Tongue, der kann nicht öfter reden. Das ist allmählich. Die Tongue, was du sehnen dat, kann nicht öfter reden. Das steckt dort furz. So, eine segnende Tongue. Das sagt hier so, die üble Zungen, die schlechte Tongue, der gute Schanden. Das ist, was der Herr will, was soll passieren. Diese Jahr hat jemand, ein Seelsorger, hat ein Bild, und auf das Bild wird eine Pistole. Und aber die Pistole, die wird so, dass das oberste Part angedreht wird. Und dann sehen sie, das ist, was Prüderie ist. Das ist, was Afterreden ist. Das ist eine Pistole, der Aufträger, der Handel ist dort hin, und dann aber der Lob, das Trägebild, das hier angedreht ein. So, was ist Afterreden, was ist Prüderie? Nur eingezielt. Mehr als nur Nächsten. Das sieht mir sehr viel. Prüderie, sei wie du mit bist, das geht mehr um uns, als um die anderen, an die Plüten tun. Besorgnisse, was du sein, was du sein, dem hat wir angegriffen, was du sein, das können wir nicht schauen. Aber Plüten, das ist ein ganz anderes Wort. Das ist ein ganz anderes Ziel. Wer wird das nicht hineinhauen? Das bedeutet nicht, wenn du was artig ist, nur ich soll still sein, ich soll nicht sein, wenn du was artig ist. Wenn ein Bruder, eine Schwester nicht in Ordnung steht, no, dann habe ich es dort zu sein, da habe ich es dort untergegeben, habe ich es dort zu behandeln. Aber Plüderie, das ist, du reden, du von reden.
und der andere ist halten. So, du wirst, wenn wir zum Beispiel sagen, ich will eben nicht sein, aber du so, dann haben wir den Lopen uns gedreht. Dann ist das auch irgendwie nicht der Reich der Wahl. Dann haben wir auch nicht reich angefangen. Irgendwas ist du dann auch falsch. Von unten an, vom Grund an, ist dann auch irgendwas falsch. So wir können viel Dinge reich planen, viel ordnen, aber laat ze je aan de tong moet we dan gaan aangaan. Die kann auch von thuis die Schwierigkeiten anreiben. Aber wenn wir alle wo wir sind, wenn wir daran denken, die Tong. Spurgeon hat predigt, und die wird eine Früh in seinem Gottesdienst in England, wo er predigen da in der Kirche, der wird sehr drissen, der wird sehr Beruf. Einmal kommt er in den Arm und sagt, weißt du was? Und hat einfach so, den Schlips, das ist zu lang, da passt du nicht bei, das hat nicht Geschmack, vom Prediger so lang. Und sagt Spurgeon, wenn du gleich, nimm, schneide auf, so lang, was die sein soll. Das ist mir gut, weil meine Holzband zu lang ist, aber den trage ich. Und sei der dort, sag ich ans Salz, dass es so eine Früh wird, bedeutet, dass ich vor dich habe und vielleicht kann ich noch bei dir auch dort, was zu lang ist. Na, so weit nicht anders, als davon bist ja sein, sag ich, ja. Dass ich streik die Tongue reden, wo ich dort aufschneiden, was zu lang ist, was immer zu verreden hat. Und wenn sie durch dann, mit dieser vertalt, das ist uns das Vierten geht, nicht so? Dass wir uns bearbeiten lassen. Ein Mann soll heilreich werden, vielleicht hat er eine Bad und die reicht da. Und dort ist das. Kostet den Mann, reichen Mann, die die Stadt sagen, er soll mal hinkommen, ich will nicht noch mit denen reden. Und dann kommt er daheim und dann sieht er diesen, was der heilreich soll, der hat man vor allem geschafft. Sag ich, na, wo bist du auf diesem Platz angekommen? Was hat die hier gebracht, dass die heilreich so waren? Wie eine Sünde und so wieder. Und dann sagt er, dort wird er die wohl hier hinkriegen, bis zum die sagen, sollst du immer mit deinen Freunden reden, und plüdern und vertalen, der redet, was du hast, dort dreht mich ganz weit von Gott, und ich soll auf lassen, dass ich dort heimkomme, ich soll heilreich werden, ich will lieber sein, dass die Schulden abbeißen. Das ist, was Herr sagen will. So, um diese Dinge nicht passieren brücken, wenn wir uns das Wort mitnehmen. Heiliget den Herrn in euren Herzen. Heiliget den Herrn in euren Herzen. Was wir wollen uns heiligen. Was wir wollen auf geistliche Höhen kommen. Wogegen, ein Sprichwort sagt es das. In flacke Denken, in angeistliche Denken, dort redet über Menschen. In normale Verstand, normale Denken, dort redet über Tatsachen, über Dinge, was passiert sind und so weiter. Aber ein höheres Denken, dort redet über Ideen, über Meinungen. Und ich würde gleich in so jährlich unterwandeln. In höheres Denken, in jährliche Denken, dort redet über welche Dinge, über welche Sachen. So, wenn wir uns annehmen, die Macht der Zunge, die hat eine große Macht. Wir singen Nummer 192 in Glaubenslieder. Durch die drei Vorseite, sie wie dem Tor die Zeit verrennet, mit Essen, Trinken, Scherzen, Ruhen. Alle sollen einmal gerät, Titas Karte, dann weise sein. Die Zeit ist für so ein sein Weise, und Gott mit dem Augenblick. Worein, warum hast du diese Reise, dass ein Weg gut in Spur zurück? Worein, warum hast du diese Reise, dass ein Weg gut in Spur zurück?
15. Honnot and 15. Deinen Königsthron und die Ehrenkrone ist es so ganz uns herab. Gott wendet Gott man mit Wegen noch für die ewige Liebestat. O komm in mein Herz, Herr Jesu, da ist Raum für dich. Geh rein in mein Herz, Herr Jesu, komm, da ist Raum für dich. In Gelob gesandt, doch der kann, ewig sein und Gott in der Welt. Doch in Niedrigkeit zu dem Werk bringen, kannst du auch nicht der Menschen Weg. O komm in mein Herz, Herr Jesu, da ist Raum für dich. Geh rein in mein Herz, Herr Jesu, komm, da ist Raum für dich. Mit der Wahrheit kommt er von Ort zu Ort, bringst den Volk du den Frieden nah. Doch mit Spott und Hohn und der Dornen führt man den Weg nach Golgatha. O komm in mein Herz, Herr Jesu, da ist Raum für dich. Geh rein in mein Herz, Herr Jesu, komm, da ist Raum für dich. Als dein Lob erschallt, dass es widerhallt, wenn du kommst in deiner Macht. Und zu mir dann spricht, es ist Raum für dich. Komm herein, der du Treue wahrt. O komm in mein Herz, Herr Jesu, da ist Raum für dich. Geh rein in mein Herz, Herr Jesu, komm, da ist Raum für dich. 224. Für Post, das fällt noch ab schon. Und es dir schienen die himmlische Sonne und sprach durch die irdische Nacht. Darum trocknet die Tränen und jauchzet vor Wonne, denn die Menschen es hat Not in Christus gebracht.
Gut, das ist auch sehr, da kann nicht alle gesagt, da halt nicht nun fair, wer hier von der ersten, aber willkommen, kann hier bei Wort sein. David Kroon, Alberta sind hier, und hier Pater Wollen, wird dann der Paterscheid hier sein, und vielleicht sind da noch mal, was ich heute nicht denke, oder was einer übersetzt, aber freue mich, hier so alle zu sein. Wir haben uns Bulletin nehmen, und hier so was Dinge beketten, was hier Buben sind, und noch was besieht. Der Aufruf zur Andacht sagt, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und noch ein Zitat, Weihnachten ist ein echtes Familienfest, schließlich bekommen wir Menschenkinder in Gott einen Vater und in Jesus Christus einen Bruder. Das ist ein wundervolles Geschehen, was durch das ganze Jahr gepredigt und geführt wird. Wir sind hier in Buenos Aires als Prediger John Unger, durch die Botschaft von dir. In der KGS Gottesdienst von Medweg, jeder einer herzlich eingeladen, von Medweg in Donnerstag. Das ist bei der, wo das dann posten ist, und wenn ich wieder auf Tipp gucken habe, so herzlich eingeladen für den Gottesdienst. Und ersten Tag wird eine Geschichte sein, und es steht eine Anleitung und noch was Gesang von der Jugend. Und dann den zweiten wird eine Karte Anleitung sein, eine Botschaft. Dann werden wir uns morgen der Altenheimweg, der geht noch wieder, dieser Weg. Wieder fehlt mir Buben, dort nicht für 2 Weg der Altenheimweg wird. Und postmorgens erst so nicht wer war, so machen uns Mut merken, uns das anzunehmen, dass wir das nicht würden verjäten. Diese Hand zu kommen, sie erwarten dort und freuen sich immer, wenn der Weg kommt. Erstens, was dann Jugend anbelangt, wird das ein bisschen anders sein von der. Klock 2 wollen sie sich hier so treffen, die Jugend alle. Sie, der Miguel ist, glaube ich, in der Jugendlehrer frühs, haben gestern all scheine Zeit gebacken. Sie werden das und sie wollen von der Wort von dort utteilen. Sie wollen sich treffen und dann dort vielleicht ein Morello zu so utteilen. Und wegen so ein Programm erst, wird sie nicht umgehen, Jugend, das ist dort morgen, sie wollen dann euer schlüten. Und zum Montag ist sowas, stimmt doch noch so, dass soll Jugendstunden sein für Eiven. So, noch einmal Eiven. Montag sowas, Klock 7 Jugendstunden für Eiven, für den 25. Und erstens hier, Klock 7 sowas von das Dienstprogramm von der Uni-Klassen, Kindergarten in die Uni-Klassen, wo ein Programm wollen haben, so hier sind alle eingeladen für das Programm von der sowas. In der zweiten Sendung, Klock 7, sowas als Gemeindechor, dort der Chor sich trifft, haben noch einmal Eiven für nächsten Sonntag singen. Und weil dessen, wegen der Helgedeel sind, wird sie nicht Mana-Gebetsstunden sein, so muss ich dort nicht erstmal nicht Mana-Gebetsstunden diese Weg. Für bitte hier so ein gesegnetes Weihnachtsfest, diese Team, dass wir können in Serien sein, mit alles, was wir tun, was wir sehen, was wir reden und was wir feiern tun. Almosen von wir Sonntag 19 diesen 200 Peso und $420. Gut, und evens mag ich auch uns Mut merken, ganz besonders Junges in Mejalen, dort wir wurden dort so der hingerste Bänken durch so Upbluten für Eltern mit Kinder, für der was das Bedürfnis haben, die wir noch hin, wo das Bedürfnis nicht ist, in Jugend, in Junges in Mejalen, als ons niet, zo kom een beetje weer naar ver. Kan niet wanneer du dan doet ook larig blijft. Dat is een plaats waar we immer ruim gaan. Du moet immer wo een plaats larig zijn voor dat wat du ze heen brengen. Dat betekent niet, wanneer du wo een plaats hast, dan kan ik niet het doel sagen. Ik wil ons jonge mensen vragen, zoals we laatst bereid hebben, die Schwester gesagt, waar we weer naar ver, die gaan nog een beetje meer ruim.
Ich weiß ganz fern, es ist ziemlich überschrutzt all, aber wir haben noch mal Raum. Und weil wir dort ein bisschen wieder fern anfallen, dat het daar zu ganz hängen, ab Bett stehen wieder aufbleibt. Und dat die auch wat een ganze Glasrüten zijn, dat die aan dit ziet ook gaan zaten. Ze worden ook wel helemaal in der Pflicht. Wir hatten an dit ziet zaten, wann der Raum wird, weil wir uns das morgen, ja, nur das Top wie sein, ja, gemeinschaftlicher, ja, besser. So, ich freue mich, wenn wir können dort, so, dich Top haben, dort, wie hier alle Top sind. Gut, hast du noch was du so über sein hast? Okay, dann